Das Jahr 1970. Vieles ist in Bewegung, gesellschaftlich und politisch, wissenschaftlich und technisch und kulturell. Der Klimawandel ist noch selten in den Schlagzeilen, aber das Thema Klima wird immer wichtiger. Am Geographischen Institut der Universität Bern entstand damals eine Klimaforschungsgruppe, welche schnell wuchs und heute auf eine bewegte und interessante Vergangenheit blicken kann. In diesem Film begibt sich Stefan Brönnimann, Leiter der Gruppe und früher selber hier Student, auf eine Spurensuche dieser Vergangenheit. Im Archiv im 3. Untergeschoss des Instituts, in Bibliotheken und Medienarchiven, vor allem aber in den Erinnerungen der damals und seither beteiligten Personen. Klimatologische Spitzenforschung wurde am Geographischen Institut schon im 19. Jahrhundert durch Eduard Brückner betrieben. Doch an diese Pionierzeit gab es keine Anknüpfung. Erst Jahrzehnte später griff mit Bruno Messerli ein junger Wissenschaftler wieder klimatologische Fragestellungen auf. Peter Messerli, Sohn von Bruno und selber Professor am Geographischen Institut, erinnert sich. Der Startpunkt war, als er auf einer Geografie-Exkursion in Andalusien war, in der Sierra Nevada, und den südlichsten Gletscher gesehen mit einem Gletscherspalt, der noch geblieben ist. Und die Spanier sind gekommen, das Eis zu brauchen, für ihre Bier zu kühlen. Hat das Gefühl gehabt, da will ich weiterarbeiten. Und von dort ist eigentlich nachher die Vision entstanden, die Klimaveränderungen zu verstehen, über Gletscher, aber zunehmend eben auch über Geomorphologie und Moränen und so weiter. Und von dort ist nachher, von dieser Disser Sierra ist dann die Habil am Mittelmeer und das Mittelmeer herum entstanden, bis zum Tibesti nachher und Afrika. Und sein grosser Traum war sozusagen der Transekt von Klima, von den Alpen bis zum Äquator. 1964, dank meinem früheren Geografielehrer Markus Hohl, der hat mich und der Rudi Kunz Bruno Messerli vorgestellt. Und der Bruno Messerli war dann auf dem Weg zu seiner Habilitation und hat eine grosse Reise rund um das Mittelmeer gemacht. Und mir hat er einfach vor allem im Raum Türkei, Libanon, Syrien hat er Assistenten wollen. Und dann sind wir seine Begleiter geworden für mehrere Monate. Und dann hat Bruno seine Habilitation gemacht und hat nachher seine Professur, APL-Professur bekommen, also Extraordinarius Lektor vorher, also er hat sich so langsam vorgeschafft. Und dann konnte ich wechseln vom Herrn Gigax zum Bruno. Er hat mich eigentlich dann übernommen. Und dann sind wir langsam eine Gruppe geworden. Innerhalb von ein paar wenigen Jahren hat es eine Gruppe gegeben. So entstand um 1970 eine Forschungsgruppe, aus welcher schließlich die Klimaforschung am Institut hervorging. Gleichzeitig wurde der Lehrauftrag für Meteorologie vom Astronomischen an das Geographische Institut verschoben und durch Max Schüpp übernommen. Um 1970 begann hier die Klimaforschung. Es war die Zeit der Hochkonjunktur. Autobahnen wurden geplant, Siedlungen erstellt, Flächen verbaut. Raumplanung wurde ein Thema auf nationaler Ebene und 1969 wurde der Raumplanungsartikel vom Schweizer Volk angenommen. Raumplanung braucht Grundlagen, unter anderem über die Klimaeignung eines Standorts für Landwirtschaft, Wohn- und Erholungsnutzung. Darin sah Bruno Messerli eine Chance für die Geographie. Seine Idee war ein phänologisches Beobachtungsnetz, Stand der Vegetation, Nebel, Schnee. Dieses Netz, das heute noch existiert, begann 1970. Gleichzeitig wurde die Schriftenreihe Beiträge zur klimatologischen Grundlagenforschung gegründet. Für Konzeption und Leitung des Netzes stellte Bruno Messerli als Hilfsassistenten François Jeanneret an. Er hat mich das Literaturstudium geschickt, zuerst Englisch, nachher auf Zürich zum Primo. Und nachher ist es halt darum gegangen, auch noch Leute zu finden, die Akteure, die könnten mithelfen. Und da hat er geholfen, aus einem Repertoire von Kontakten, die er mit seiner sehr menschlichen Art eigentlich mit sehr vielen von seinen Studierenden hatte. Er hat die Adresse vom Berner Lehrerverein bekommen und hat so 200 Interessenten gefunden, die einverstanden waren, die Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Wir haben immer von 4 Jahren geredet. Das war die Projekttour, die vom Kanton finanziert war. Von einer Fortsetzung hat niemand geredet.
Und da ist die ungeduldige Raumplanung dahinter gesehen. Die war dann am Entstehen gesehen, aber man hat alles haben. Man hat schon bereits Unterlagen und Karten müssen haben. Man hat schon bereits Gebiete ausscheiden. Man hat schon irgendwie der Politik helfen, dass man irgendeinen vernünftigen Umgang mit der Landschaft könnte herbringen. Dass das Netz weiter funktioniert, hat der Kanton nicht mehr so interessiert, aber uns. Wir haben gesagt, ja, jetzt schauen wir, wer noch mitmachen will. Wir sind nachher bei einem Stock gelandet von vielleicht 40 Leuten von den 200, die angefangen haben. Es gibt Sachen, die funktioniert haben, andere haben weniger. Was nicht funktioniert hat, war irgendwie die Utopie von Bruno, dass er gesagt hat, die Erkenntnis und die Daten, insbesondere auch die Karten, wäre etwas gewesen, das man downscalen oder können downscalen. Aber andererseits haben wir nachher schon aus diesen 30, 40 Beobachtungsjahren Arbeiten ableiten, die auch in andere Richtungen gegangen sind. Wir haben ja da gehängte Waldphanologie beispielsweise in den 80er Jahren. François Jeanneret doktorierte 1978. Nach einigen Jahren als Lehrer kehrte er als Dozent an die Universität zurück. Privat lebt er Nachhaltigkeit. Das Beobachtungsnetz wird heute von Matthias Rutishauser geleitet. Er war in den 2000er Jahren Assistent von François Jeanneret und arbeitet heute als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut. Die Längereien, die man jetzt mit Bernklim hat, es gibt ein paar wenige, aber es ist extrem wertvolle, weil man sehr viele Metabeobachtungen hat, Metadaten hat, weil man sehr viele Informationen hat von den Beobachtenden, weil viele von den Beobachterinnen und vor allem Beobachter noch leben, die selber interpretieren, die den Raum kennen. Und dort ist es ein riesen Schatz, um zu beschreiben, was eigentlich passiert ist, vor Ort, vor unserer Haustür. Wenn man etwas ändern will, dass sich etwas verändert, geht es, glaube ich, nicht nur um den Kopf, sondern es geht irgendwo um den Bauch und um das Herz, dass man dann wirklich etwas macht und so Angst weitergibt und Geschichten Angst erzählt. Und dort drinnen sind natürlich all die Beobachtungen, die wir da gesammelt haben über die letzten 50 Jahre. Es ist eine riesige Goldgrube. Die Beobachtung von Pflanzenphasen war einfach und gleichzeitig anschlussfähig, denn solche Beobachtungen reichen weit zurück. Schon 100 Jahre vorher betrieb der Bernische Forstdienst ein ähnliches Netz. Damit kam die Langzeitdimension hinzu, eine wichtige Achse der Berner Klimaforschung. Auch weitere historische Dokumente können der Klimaforschung dienen. Einer, der dies früh erkannte, war Christian Pfister. Von 1997 bis 2009 war Christian Pfister Professor am Historischen Institut der Universität Bern. Er ist ein renommierter Umwelthistoriker und Autor des Buchs Wetternachhersage. Wir treffen ihn vor dem alten Institutsgebäude am Falkenplatz in Bern, wo das Institut bis 1975 zu Hause war. Ich bin in diesem Haus ein- und ausgegangen, während fast 10 Jahre als Assistent von Bruno Messerli. Ich war ein Hauptfachhistoriker, dann, aber mit Nebenfach Geografie. Und er hat mir 1969 angerufen, ob ich da als Assistent kommen. Ich habe mit Begeisterung zugesagt, habe Übungen zur Länderkunde betreut und auch Forschungen zum Landschaftswandel gemacht, namentlich Autobahnanschlüsse. Ich habe dann eine Prognose gewagt, Autobahnanschlüsse und Grossverteiler. Die Prognose, die ich heute lese, die ist weit daneben gegangen, weil ich das weit unterschätzt habe. Ich habe gesagt, es wird attraktiv sein, es wird wichtig sein, aber ich habe weit daneben gekriegt. Ich habe die Dissertation gemacht bei den Historikern zum Thema Ökonomische Gesellschaft Bern, weil ich festgestellt habe, die Ökonomische Gesellschaft Bern hat Messungen gemacht, hat ein erstes kleines Messnetz aufgestellt in Europa. Heute weiss ich, es war das erste Messnetz, das auch Niederschlagsmessungen hat umfasst, überhaupt weltweit. Das habe ich dann natürlich alles nicht gewusst. Die haben sehr viele weitere Daten aufgenommen zur ökonomischen Entwicklung, Getreidepreise, Erträge und so weiter. Und haben auch eben interdisziplinäres Gedankengut eigentlich in ihrem Reformprogramm gehabt. Es hat Synergien gegeben zu der Phänologie von François Jeanneret, in dem es auch in der Vergangenheit
Phänologie hat gegeben, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir heute wissen. Vom 1660 an wissen wir über das Wetter von jedem Monat, von 1680 an sogar über das Wetter von jedem Tag Bescheid, zum Teil sogar aus mehreren Quellen. Und ein solches Bild kann man nun für jeden von diesen 4056 Monaten zwischen 1525 und 1863 bekommen, sofern Quellen mitspielen. Ich habe insgesamt 33'000 solche Angaben gefunden, habe sie mit dem Computer verarbeitet. Das Resultat haben wir hier vor uns. Es ist eine Klimadokumentation, die über das Wetter quasi von 10 Tagen zu 10 Tagen eine Aussage macht. Ich habe zu den ersten gehört, die mit Computer gearbeitet hat. Zuerst habe ich ein Programm bekommen, das ich meine Daten anwenden konnte. Die Dokumentation, da habe ich selber ein Programm geschrieben im PLA. Es war ein Murks. Aber es hatte den Vorteil, dass ich seitdem eine Ahnung hatte, wie Computerprogramme gelistet sind, wie ihre Logik ist. Und das hat in der Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten etwas gebracht. Also die Erfahrung war nicht für nichts. Aber für die Historiker war es etwas ganz Neues. Ich war der Erste, der in der Schweiz Einführungen in die quantitative Geschichte angeboten hat. Dort die Leute noch lernen lochen. In einem kurzen Artikel in den Beiträgen zur klimatologischen Grundlagenforschung 1972 mit dem Titel »Die Klimageschichte – eine vergessene Wissenschaft« plädierte Christian Pfister für eine interdisziplinäre Herangehensweise und kritisierte gleichzeitig die Rückständigkeit der Schweizer Forschung im Bereich Klimageschichte. Ja, in der Zwischenzeit sind wir 50 Jahre weitergekommen. 50 Jahre eigentlich fruchtbare Forschung, gute Zusammenarbeit. Heute würde ich sagen, muss sich die Forschung in der Schweiz nicht mehr verstecken. Nicht nur europäisch, sondern auch darüber hinaus. Nicht nur historische Schriftquellen können für die Klimarekonstruktion verwendet werden, sondern auch Bildquellen. Heinz Zumbühls Spezialität sind Gletscherrekonstruktionen aus Gemälden. Seine oft jahrgenauen Rekonstruktionen setzen neue Maßstäbe. Alles begann mit der Suche nach einem Titelbild für eine Seminararbeit. Heinz Zumbühl stieß auf ein Bild von Kaspar Wolf. Und dann habe ich gemerkt, dass es viele von diesen Gletscherbildern gibt. Und das hat mich einfach interessant. Und der Bruno Messerli hat das unterstützt. Und eben das ikonische Bild, das ist das da hier, wo ich das gesehen habe, das hat mich total fasziniert. 1983 haben wir wieder, das ist der George Budmiger dahinter gesehen. Und haben wir in Bern, also im Alpinen Museum, und nachher in Luzern im Gletschergarten haben wir eine Ausstellung machen. Und das war sehr erfolgreich, die Kunst der kleinen Eiszeit. Das Ziel meiner Arbeit ist die Aufarbeitung der Gletschergeschichte vom Mittelalter bis Ende 19. Jahrhundert. Bis jetzt hat man das vor allem mit Felddaten, mit Daten aus der Natur gemacht, das heisst mit Moränen, mit Analysen von Sediment, mit Pollanalysen, mit fossilen Böden, mit Datierungen, mit Hilfe von Isotopen. Das hat bestimmte Ergebnisse gegeben, die aber nicht unbedingt im Detail befriedigt haben. Als zusätzliche Methode habe ich jetzt noch historische Bild- und Schriftquellen angezogen. Heinz Zumbühl weitete seine Arbeit auf andere Gletscher aus und untersuchte unter anderem die spektakulären Gletscher im Raum Chamonix. Und das Resultat ist nachher hier das Buch da geworden. Und dann habe ich von Anfang an gesagt, also wenn wir eins über das Meerdoglas machen, dann müssen wir das Gleiche natürlich über Grindelwald auch. Und das haben wir nicht gemacht. Also das sind die Grindelwald-Gletscher, Kunst und Wissenschaft, ja, mit 18 verschiedenen Leuten. Das ist natürlich einfach im Grunde noch Bruno kopiert, das Team, das alles angeht. Und haben wir können in Interlaken im Kunsthaus nachher die Ausstellung machen. Heinz Zumbühl arbeitete bereits während des Studiums und danach weitere 35 Jahre als Gymnasiallehrer und betrieb daneben seine Gletscherforschung. Er kam 2005 als Dozent voll ans Geographische Institut. Zurück zum Beobachtungsnetz von 1970. Ein Jahr nach der Gründung stieß eine weitere Person hinzu, welche die Klimaforschung am Institut über die nächsten 40 Jahre und darüber hinaus prägte: Heinz Wanner. Es ist so, dass François Jeanneret auf Neuseeland eine grosse Reise unternommen hat, ein Jahr. Und ich habe nachher eigentlich die Hilfsassistenten- oder Assistentenstelle übernommen als Leiter des kantonalen Klimaprogramms. Der Max Hüb war gleich begeistert auch wie Bruno von seiner Materie. Und ich bin nachher eigentlich
sein Assistent auch geworden, habe dort auch geholfen, seine Vorlesung betreuen. Er ist auch von Zürich gekommen, von Meteo Schweiz, und ist jede Woche gekommen für seine Vorlesung. Und das hat schon ganz einen neuen Wind reingebracht. Der Bruno Messerli hat unter anderem gesagt, ja, schaut, jetzt haben wir hier mal einen ersten Überblick von den Daten vom kantonalen Beobachtungsprogramm, von der Phänologie. Jetzt sollte man mal die Winterphänomene, Schnee und Nebel anschauen. Und nachher, so hat er jeweils uns so einen Kick gegeben und hat mich angeschaut. Und ich habe mich erinnert an die vielen Situationen im Herbst, wo mit meinem Grossvater, der Bauer war, auf dem Feld war, im Nebel. Mein Grossvater war schon heimatkundlich sehr interessiert, hat erzählt. Und dann habe ich eigentlich sehr rasch als Seeländer gefunden, der Nebel ist ein Phänomen, das lufthygienisch bedeutend ist, und habe mich nachher eigentlich in das hinein vertieft. Der Nebel wurde in den nächsten Jahren zum Hauptforschungsthema von Heinz Wanner. Er studierte die Nebelvorkommen über dem Mittelland bei unterschiedlichen Strömungssituationen. Daraus entstand seine Doktorarbeit, die er 1978 abschloss. Anfang der 1970er Jahre begann neben dem phänologischen Beobachtungsnetz ein weiteres Projekt, das Klimus-Projekt Klima- und Umweltschutz. Hier ging es um das Klima der Stadt und Region Bern, das mit einem Messnetz von Wetterstationen analysiert wurde. Geleitet wurde das Projekt von Hans Mattis und Roland Maurer. Angefangen hat es eigentlich mit einem Namen, der heute auch nicht mehr geläufig ist. Es war nämlich Keller-Komödie am Falkenplatz im Alter-Institut. Keller-Komödie, das war ein Altstadttheater, wo eben Komödien sind, Franz Hohler und so weiter. Und dann hat nachher der Bruno Messerli eine Institution ins Leben gerufen. So alle 14 Tage hat man nachher Arbeitslunch gemacht im Keller vom Institut. Und alle haben referiert und daraufhin hat man diskutiert. Heiß diskutiert in diesem Keller. Da war vor allem auch sehr oft der Professor Max Schüpp dabei, damals MZA Zürich. Und der hat ja auch, ging ein bisschen gelächelt auf den Stockzängen, aber irgendwann ist schon das Stichwort der Aaregraben nördlich von Bern ist gefallen. Und ja, wir könnten doch auch etwas Grösseres machen, ein grösseres Projekt. Und da, wenn ich es so retrospektiv anschaue, habe ich das Gefühl, da ist beim Bruno Messerli ist dann der Knopf runtergefallen und er hat sofort Kontakt aufgenommen mit dem Nationalfonds und dann ist eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Die Zielsetzung des Klimusprojekts war ganz klar, wir wollten die Hintergründe oder einfach die ganzen Abläufe, die klimatischen Abläufe, lernen kennen in einer relativ komplexen Topografie, wie Bern darstellt, für nachher die Weiterentwicklung, eine umweltgerechte Weiterentwicklung können von der Seite her einigermaßen zu definieren. Wo wir angefangen haben, der Roland Maurer und ich, haben einen ganz klaren Auftrag von Bruno Messerli bekommen, dass wir mit dem, ich sage es jetzt so, mit dem Projekt hausieren und das verkaufen. Also die Leute interessieren uns so weiter. Wir sind wirklich in Sisyphus-Arbeit, aber sehr unterstützt auch von Bruno Messerli, in x Gremien bei der Stadt, bei der Regionplanung und beim Kanton. Und da ist eigentlich überall ein grosser Gutwill da gewesen. Man muss das aber auch aus der Zeit heraus verstehen. In den Anfang 70er Jahren ist man sensibilisiert für den ganzen Umweltschutz. Ich war ja dort noch ein kleiner Student in diesem Stadtklimaprogramm und habe erst später im Laufe der Zeit erfahren, was das Stadtklimaprogramm für eine Bedeutung hatte für die Raumplanung in der Region Bern. Das war vor allem das Projekt, das da hinter der Aaregraben nördlich von Bern war, wo man ein Ausbauprojekt in Siedlungen. Und dort ist plötzlich das Thema Luftreinhaltung aufgetaucht. Und das war ein riesiger Einfluss, den nachher die Untersuchungen von GeoPK auf die ganze Entwicklung in diesem Raum. Nach dem erfolgreichen Klimus-Projekt kamen weitere Projekte im Bereich Stadtklima dazu, insbesondere ein Projekt der Stadt Biel.
Auch hier wurde mit meteorologischen Stationen, mit mobilen Messungen, aber auch mit Wetterballonen das Zusammenspiel zwischen den Luftströmungen und der Schadstoffbelastung untersucht. Es wurden sogar Rauchversuche unternommen, mit welchen der Kaltluftabfluss studiert wurde. Die Stadt Biel hat eigentlich zwei Haupteinflüsse. Einmal durch einen sehr rauchen Boden, also durch die rauche Oberfläche werden die bodennahen Winde, etwa auf dem Niveau von unseren Köpfen, sehr stark abbremst, erstens. Und zweitens hat die Stadt auch den Effekt, dass sie sich sehr stark aufwärmt und die Wärme eben kann an die bodennahen Luftschichten übertragen. Genaueste Kenntnisse des Windgeschehens sind unerlässlich, denn mit den Windströmungen verteilen sich auch die Luftschadstoffe. Aber Winde draußen am Stadtrand verlaufen oft anders als im Stadtinnern. Aus diesem Grund misst ein Spezialfahrzeug kleinste Temperaturdifferenzen innerhalb der Stadt. Diese Temperaturunterschiede steuern nämlich das komplexe städtische Windsystem. Ballonsondierungen im Zentrum von Biel. Aufsteigende Warmluft aus der Stadt beeinflusst auch die darüber liegende Luftmasse. Ballonsonden messen die vertikalen Temperaturunterschiede. Ich glaube, beim Bern-Projekt war es so, dass die Dynamik und die Luftverschmutzung auch eine Rolle gespielt hat. Bei Biel war es nachher klar, dass die ganze Strömungsdynamik, die Wechselwirkung mit dem See, der Jura-Südfuss und die Luftverschmutzung, das waren eigentlich wichtige Themen. Wir haben dann auch schon von Temperaturen und von Hitzephasen geredet, aber das hat nie den Stellenwert gehabt. Stadtklima ist als Forschungsthema heute aktueller denn je. Mit dem Klimawandel werden Hitzewellen häufiger und der zusätzliche städtische Wärmeinseleffekt macht vielen Menschen zu schaffen. Und wieder interessiert sich die Planung für die Stadtklimaforschung, diesmal als Anpassung an den Klimawandel. Moritz Gubler studierte Geographie und arbeitete nebenbei als Fernsehmeteorologe. Für seine Dissertation am Geographischen Institut und der Pädagogischen Hochschule hat er in der Stadt Bern ein engmaschiges Messnetz aufgestellt und damit die Stadtklimaforschung am Institut neu begründet. Wir stehen da, weil es da einer der wärmsten Orte in Bern ist, in der Rathausgasse. Es ist sehr eng bebaut. Gebäude sind relativ dunkel von der Farbe her und bei unseren Messungen, die wir jetzt seit 2 oder 3 Jahren machen, das ist jetzt der 3. Sommer, haben wir eben gesehen, dass das wirklich einer von diesen Hotspots ist, wo wir mit diesen Sensoren oder oben dran einen hängt, den wir selber gebaut haben und aufgehängt haben. Einer von diesen 67 Sensoren das Jahr, der dort die Temperatur misst. Wir müssen die Temperatursensoren dann jeden Monat auslesen und können auch gerade live mitverfolgen, wie warm das ist. Unser Messnetz ist sehr, sehr hoch aufgelöst, räumlich wie auch zeitlich. Das heisst, wir können Temperaturveränderungen oder Temperaturvariabilität, die sehr, sehr stark ausprägt ist in einer Stadt, also da ist sehr heterogenes Temperaturverhalten, können wir eben mit dem engmaschigen Netz möglichst genau probieren zu erfassen und aufzunehmen. Man kann so einen Hitze-Hotspot bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Also 1 bis 2 Grad liegen drin mit Begrünung, mit Entsiegelung. Aber durch den Verkehr und durch die hohen Gebäude, die rundherum sind, die kann man ja nicht einfach abreißen oder komplett alles stilllegen. Und das heisst, dass man da immer auch ein bisschen gebunden ist an das, was halt schon da ist, aber dass man eben bei solchen Umgestaltungen von Plätzen, wie jetzt hier am Eigenplatz, sollte möglichst das Maß der Möglichkeiten ausschöpfen. In den 1960er Jahren begann für die Meteorologie das Weltraumzeitalter. Erste Wettersatelliten wurden in der Schweiz gegen Ende der 1960er Jahre verfügbar. Auch die Klimagruppe in Bern benutzte Satellitendaten.
Matthias Winiger verwendete sie für Bewölkungs- und Schneeklimatologie. Als Bruno Messerli sein erstes Freisemester hatte, das war 1968, als er als Humboldt-Stipendiat ins Tibesti gehen konnte, ist es darum gegangen, das aktuelle Klima mit einzubeziehen, besonders im Vergleich mit den umgebenden Vorländern. Und dann durfte ich dorthin gehen und dann ist der Aufstand ausgebrochen im Tibesti, also Tschad dann, und der Bruno musste sofort zurückkommen. Und mein Thema ist ins Wasser gefallen. Und dann ist eben die Frage gekommen, kann man nicht von Satellitenbildern her etwas über die Bewölkung aussagen? Dann waren die Bilder noch relativ einfach. Also die Bewölkung, wo hat es viele Wolken, über den Gebirgen oder Flachland und so weiter. Und es hat eine Station gegeben, oder ein Programm, das war in Bochum, Professor Kaminski, der seit ein paar wenigen Jahren systematisch Bilder aufgenommen hat, sie archiviert hat, ein riesiges Bildarchiv hatte. Das Problem dieser Station in Bochum war, die Satelliten, die TIROS-Satelliten, sind dann relativ tief geflogen. Und es ist einfach nur ab und zu so weit nach Süden gegangen, dass die Beste drauf war, oder Sahel oder Hogar. Meistens hat es ein bisschen vorher aufgehört. Es war eigentlich die Idee von Hans Oeschger, warum nicht eine ganz simple Station hier aufbauen. Die Physik, das Dach, wir haben Fachleute, die da helfen und so weiter. Und nachher haben wir langsam angefangen, eine erste ganz einfache Station aufzubauen, wo die Physik uns massiv unterstützt hat. Sie hat uns nachher also nicht nur einen Raum zur Verfügung gestellt, das Dach, wo wir eine einfache APT-Antenne, das war so ein Stab wie eine Gabel, aufstellen konnten, sondern wir haben auch eine technische Unterstützung bekommen. Das war der Martin Furrer. Und am Anfang ist er so zwischendurch gegangen und nachher am Schluss hat er mehr oder weniger 50% oder noch mehr für uns arbeiten. Bis am Schluss wir nachher wirklich eine Digitalanlage machen konnten, mit Magnetbändern zum Archivieren, mit einem grossen Parabolspiegel, wie man sie heute hat. Das ist so in diesen Jahren, in den 70er, gegen Ende 70er Jahre, hat das nachher wirklich funktioniert. Satellitenbilder waren auch in der Öffentlichkeit gefragt. In der Zeitung Der Bund erschien von 1981 bis 1983 jede Woche ein Wettersatellitenbild der Woche von Matthias Winiger. Nach dem Weggang von Matthias Winiger 1988 beschloss das Institut, die Satellitenfernerkundung weiter zu betreiben. Die Stelle trat Michael Baumgartner an. Sein Nachfolger wurde 1999 Stefan Wunderle. Er übernahm die in die Jahre gekommene Satellitenempfangsanlage und baute sie neu auf. Heute verfügt er über ein weltweit einmaliges Archiv von NOAA-AVHR-Satellitendaten. Am 1. August 2000 ist diese Empfangsstation hier in Betrieb gegangen und seitdem ist die operationell, arbeitet die und war so die Grundlage von unserem Klimaarchiv. Zwischendrin war mal eine schwierige Situation, weil im Jahr 2000 wurden ja die Terra- und Aqua-Satelliten der USA gestartet mit dem ganz hochmodernen Sensor. Und dann haben eigentlich alle in Europa und auch weltweit gesagt, mit AVHR, also mit diesem NOAA-AVHR-System zu arbeiten, das ist ist nicht mehr zeitgemäß, man sollte es einstellen. Ich habe aber daran festgehalten, weil ich immer das Ziel hatte, Klimatologie und Fernerkundung zusammenzubringen. Man sieht jetzt gerade die Aufnahme trackt hier. Das heißt, innerhalb von einer Viertelstunde ist der Überflug dann zu Ende und dann wird automatisch verarbeitet. Und wenn der Bedarf ist, eine Schneekarte zu generieren, dann hat man also wirklich 20 Minuten nach Überflug hat man eine Schneekarte. Ja, und das ist natürlich schon ein gewaltiger Vorteil und ist eigentlich auch zwingend, wenn man eine Zeitserie erstellen möchte, die dann irgendwie auf 200.000 Datensätze beruht. Ja, das ist das, was wir momentan so in unserem Archiv haben, von 1981 bis heute. Da kann man manuell nicht mehr eingreifen. Aber es gibt niemanden in der ganzen Schweiz, der Klimatologie und Fernerkundung verknüpft. Und das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier haben. Seit 2005 ist Stefan Wunderle Dozent für Fernerkundung am Geographischen Institut. Zurück nach Afrika, wo nicht nur die Satellitenfernerkundung ihren Anfang nahm. 1976 kehrte Bruno Messerli nach Afrika zurück und verbrachte ein Sabbatical am Fuß des Mount Kenya. Für ihn das Sabbatical, dort hat er zuerst mal den Äquator erreicht. Und der Äquator, das Bild auf dem vor dem hinter dem Äquator ist x-mal gekommen, weil eigentlich dann zuerst mal eben die
die raumzeitliche Dynamik sich bis in diesem Transekt bis dorthin hat erstreckt. Aber dann sagt er auch, ja, und die mobilisieren das ganze Institut. Also, und das ist der Paul Messerli und eben Hans Mattis, ja alle da gewesen, die sind immer besuchen, sind auch wieder bei uns gewohnt. Und dann hat er natürlich auch probiert, die anderen Themen hineinzubringen. Also die ganzen Fragen von dem Wasser, von diesen Konflikten, die Zugang zu Ressourcen an diesem Berg, haben dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel das Laikipia Research Project entstanden ist, wo es dann wirklich um die Ressourcennutzungsfragen ist gegangen und so weiter. Und ich weiss noch gut, wir sind nachher, der Dies war dabei, der Peulemesser war dabei und meine Frau und ich und der Roland Maurer und Flo. Wir haben vorher ein klares Programm ausgemacht. Nämlich die Frage, wie ist der Berg temperiert? Wie hängen die Höhenstufen von der Vegetation von dieser Temperatur ab? Und nachher, als der Bruno zurückkam, haben wir gesagt, wir sollten eigentlich systematisch jetzt die ganze Temperatur, Boden, die fossilen Böden, alles das auf allen Expositionen aufnehmen, mit Satellitenbildern kombinieren und daraus wirklich ein Programm machen. Und haben nachher ein ganz solides Programm entwickelt, das nachher als Laikipia Research Program auch von der DEZA ist angenommen wurde. Das war mit der UNESCO zusammen verbunden, mit der FAO. Und dann hat das wirklich angefangen. In einem weiteren Sabbatical 1988 dehnte Bruno Messerli seine Hochgebirgsforschung in andere Teile der Erde aus. Der grosse Schritt war kurz vor meiner Dissertation, wo der Bruno Messerli ein Sabbatical hatte, ein Forschungssemester, und mich mitgenommen hat auf Südamerika, für eigentlich dort eben einem von seinen Forschungszweigen nachzugehen, dieser Quartärenvergletschung. Das hat Arbeiten weitergeführt, die der Bruno Messerli am Geografischen Institut in den End-60er, Anfang 70er Jahren gemacht hat, wo er während seiner Habilitation rund um das Mittelmeer herum ist und nachher eigentlich in die Berge von der Sahara, und hat sich die Frage gestellt, aber wenn die Berge in der Sahara, wenn die noch ein bisschen weiter höher wären die vor 20'000 Jahren, hätten die Gletscher gehabt oder nicht. Und darum hat er ist er zurückgekommen dort und hat die Idee gehabt, auf dem Globus geschaut, wo gibt es Wüsten, Trockengebiete, die Berge haben auf 6'000 oder 7'000 Meter rauf. Und dann ist er auf die Atacama-Wüste in den zentralen Anden gekommen. Und dann sind wir dorthin auf den Vulkan Yoyaco, 6'739 Meter hoch. Und das war das Ziel von unserer Expedition, zu schauen, ob dieser Vulkan, der heute weit, also Jahrestemperaturen weit unter Null, aber es ist einfach zu trocken, dass der heute Gletscher hat, ob der jemals in den letzten paar tausend Jahren oder paar 10'000 Jahren vergletschert war. Und tatsächlich, man ist dorthin, Bergsteiger dort rauf, und hat gesehen, dass die Vulkane, dass die alle vergletschert waren. Und zwar massiv, also dass sie grosse Talgletscher sind. In der Atacama-Wüste, einer der trockensten Regionen der Erde, begann Martin Grosjeans Forschung zu Seesedimenten. Das ist schon einfach irgendwie berührend. Also wenn man irgendwie, da sieht man so eine riesige Ebene und da ist vielleicht 100 Meter irgendwo an einem Hocker oben ist irgendwie so ein weißer Strich mit Kalk, wo man eigentlich eben so etwas wie Korallen sieht. Das sind man sagt dem Stromatolithen, das sind so blau-grüne Algenkolonien, die einem eigentlich zeigen, irgendwie zu einer Zeit früher einmal sind das Seen gsi, die 100 Meter tief waren, Frischwasser und einfach riesige Seenplatten in einer Gegend, wo heute also, da wächst kein Gras und nichts. Martin Grosjean hat seither viele Seen beprobt, hat Kerne gebohrt und im Labor untersucht. Auf seinem Labortisch liegt ein Kern aus dem Moossee bei Bern. Das ist ein Kern vom Moossee. Das ist ein metriger Kern, der ist etwa aus der Zeit der Pfahlbauer. Der ist also etwa 4'000–5'000 Jahre alt. Und was wir eben hier dran sehen, das ist sehr schön, man sieht die feine Bänderung, also gegen helle Schichten, dunkle Schichten, helle Schichten, dunkle Schichten. Das ist so etwas wie Jahrringe von den Baumringen, aber dafür in den Seesediment. Das ist eines der wirklich schönen Beispiele und eines der wenigen Beispiele, wo man sieht, dass schon die Leute im Neolithikum zur frühen Bronzezeit in der Lage waren, lokal ihre Umwelt zu beeinflussen. Forschung zu Klima- und Umweltarchiven. Neben Seesedimenten sind dies Eisbohrkerne und Baumringe.
ist eine der Spezialitäten der Berner Klimaforschung, seit den Pionierarbeiten von Max Welter in der Botanik und Hans Oeschger in der Physik. Bruno Messerli arbeitete eng mit Hans Oeschger zusammen. 1980 erschien von ihnen das Buch »Das Klima« mit Beiträgen weltführender Klimaforscher. Bald setzte sich die Universität Bern im Bereich Vergangenes Klima international an die Spitze, dank dem Programm PAGES, Past Global Changes, das seine Zentrale bis heute in Bern hat, und dank einer Allianz in die USA. Aber es hat nachher auch eine Schiene von Amerika. Die war natürlich schon von Bruno Messerli vorzeichnet. Das ist nachher von Norwich gegangen, eigentlich über Amherst zum Ray Bradley. Dort war der Ray Bradley eine Kernfigur als Mitglied von der National Academy of Science. Und über ihn hat man dann eine Gruppe gefunden, die in Amerika, ich würde sagen, like-minded war, die sehr ähnliche Themen hat bearbeitet, mit einem gleichen Spirit und mit einem gleichen Commitment zu diesen Sachen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Partnerschaft geworden, die nachher auch beim Pages schon weitergelebt wurde. Gründer war der Hans Oeschger von dem und eigentlich Promotor, und die haben es fertiggebracht, das Pages als internationales Programm in dem IGBP unterzubringen. Pages ist von allem Anfang an eigentlich als das integrative Projekt konzipiert gewesen, wo eben die Ozeanographen und Biologen und Vegetationskundler alle eigentlich unter einen Hut gebracht hat. Berner Geographen wie Bruno Messerli, Heinz Wanner und Martin Grosjean waren und sind in Pages-Kommissionen und Arbeitsgruppen aktiv. Ein ganz erfolgreicher junger Pages-Netzwerker ist Raphael Neukomm, der 2010 hier seine Doktorarbeit abschloss und 2015 nach Auslandaufenthalten zurückkehrte. Mit statistischen Methoden rekonstruierte er das Klima der letzten 2000 Jahre. Wir können jetzt eigentlich zum ersten Mal über 2000 Jahre hinweg über die ganze Erdoberfläche die Temperaturen rekonstruieren und damit die momentane Erwärmung mit früheren Phasen vergleichen. Also was wir im 20. Jahrhundert beobachten, ist einfach, dass die Erwärmung global sehr einheitlich ist. Also wir sehen eigentlich, die Warmphase, die wir im Moment haben, die ist auf der ganzen Welt einheitlich. Es ist sozusagen überall am wärmsten in den letzten 2000 Jahren gleichzeitig, und das ist eben außergewöhnlich. Anfang der 1970er Jahre wurde die Atomkraft massiv ausgebaut. Auch in der Schweiz waren mehrere neue AKWs geplant. Es regte sich Widerstand, und ein Aspekt, den es abzuklären galt, war das Klima. Das war die Zielsetzung des Klimaprojekts, das 1975 begann. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, nicht nur wir selber, also Basel war mit dem Walter Schübt dabei noch. SMA hat auch etwas gemacht, das Institut für Reaktorforschung hat auch etwas gemacht, aber wir sind wieder Principal Investigators für die Klimafrage. Wir haben dann sehr detailliert die Windströmungen untersuchen. Und dann hat man ganz klar gemerkt, die Windströmungen, vor allem jetzt in dieser Situation, wie wir sie heute haben, werden massiv beeinflusst durch Kaltluftüberströmung über den Jura, der sich gegen den Osten absenkt, über den Jura rein, ins Rheintal rein. Was dazu führt, hier haben wir Nebel, dort löst sich der Nebel auf, also Basel profitiert eigentlich von diesem Überfließen. Und da hat man aber auch gemerkt, das geht nicht direkt über Basel, sondern über Möhlin weg. Und dann ist der Begriff vom Möhlin-Jet entstanden. 1978 wurde das Institut neu strukturiert. Bruno Messerli wurde ordentlicher Professor und unter ihm führten 2 Oberassistenten, Heinz Wanner und Matthias Winiger, die Klimatologie. Es war eine fruchtbare Zeit,
Das Klimos-Projekt wurde abgeschlossen, das Biel-Projekt aufgegleist. Später folgte ein Projekt in Leissigen im Zusammenhang mit dem Autobahnbau, mit meteorologischen Messungen, Ballonsondierungen und mehreren Rauchversuchen. In all diesen Beispielen zeigte sich die Praxisrelevanz der Klimatologie. Einer, der diese Zeit mitprägte, war Stefan Kunz. Also für mich war alles wahnsinnig neu. Ich habe eigentlich angefangen, Physik zu studieren, Mathematik. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss irgendwie ins Hauptfach wechseln, in die Geografie reinkommen. Ich bin eigentlich mehr in die Raumplanung hineingegangen, aber nachher hat mich die Klimagruppe eigentlich faszinieren. Einerseits das kantonale Klimaprogramm und andererseits das Stadtklimaprogramm Bern. Und das hat mir dort sehr Mühe genommen. 1981 gründete Stefan Kunz zusammen mit 8 weiteren Personen aus dem Umfeld der Klimagruppe die Firma Meteotest. Die Idee ist eigentlich schon umgegeistert im Institut seit vielleicht späteren mittleren 70er Jahren. Bei verschiedenen Leuten immer wieder aufgeploppt. Der Hintergrund war eigentlich, wir hatten das Thema Erdölkrise, also Energiefragen, AKW, Anti-AKW-Bewegung. Wir hatten Probleme in der Luftreinhaltung. Wir hatten dann wirklich schlechte Verhältnisse in der Stadt. Und wir haben gesehen, da tut sich etwas. Es tut sich auch etwas in der Politik letzten Endes. Also die ganze Umweltschutzgesetzgebung ist gekommen. Und von dort her sind auch Fragen gekommen an das Geografische Institut. Von Anwendung her eigentlich. Und dann war die Frage, was macht man? Und es braucht es am Schluss, neben dem, dass man merkt, ja, da tut sich irgendwie Fragestellungen, ein Markt auf. Es braucht nachher Leute, die sich zusammentun, ein Team, das funktioniert. Und es braucht auch ein paar, die nachher sagen, let's do it. Neu durch ist immer noch das Gleiche. Also ich finde es wahnsinnig schön. Man kann mit dem, was man eigentlich immer noch in dieser Thematik hin, die man schon damals hatte, weiss und was man als Rucksack mitbekommt vom Geografischen Institut, kann man dort tätig sein. Aber natürlich ist alles viel informatiklastiger geworden. Die jetzige Firma Meteotest hat, ein Drittel der Leute haben eigentlich keine geografische Ausbildung mehr. Angewandte Klimatologie wurde am Institut schon lange betrieben. Um 1980 verstärkte Heinz Wanner auch die Forschung in der Meteorologie. Über Max Schüb und Franz Flieri bin ich in die alpine Meteorologie hineingerutscht. Wir haben vor allem die ganze Wetterlagenklassifikation, auch von den Schüb-Wetterlagen, die ich halt geholfen weiterentwickeln, haben mich interessiert. Und dann bin ich nachher automatisch über einen Nachfolger von Max Schüb, Thomas Guttermann, bin ich in engere Kontakte gekommen. Und über die Freundschaft mit dem Thomas bin ich nachher eigentlich als sein Stellvertreter dort ins Alpex hineingerutscht. Und das war natürlich eine ganz grosse Erfahrung. Die 2 Monate Feldexperiment mit Operationszentrum auf dem Flughafen Genf, mit verschiedenen Wetterflugzeugen, auch Motorsegler und so weiter, 12 Wetterschiffe im Mittelmeer und x Sonderstationen in Europa. Decisions were based on a continuous stream of data arriving from various platforms. These included the geostationary satellite Meteosat of the European Space Agency, which, on request, made rapid scans over the Alpine area. These American and European planes followed predetermined flight tracks, such as the traverses across the Alps and the Dinaric Alps. In this year, nature seemed to cooperate with Alpex by providing almost twice the normal maximum of events. Numerous Lee cyclones developed over the Mediterranean. Meteorologie wird seit 2010 am Institut durch Olivia Rompainen-Martius betrieben, im Rahmen einer von der Mobiliarversicherung unterstützten Professur. Eines ihrer Themen ist der Hagel, übrigens ein Thema, mit welchem sich schon Stefan Kunz auseinandergesetzt und 1979 in den Beiträgen eine Karte zur Hagelhäufigkeit in der Region Bern veröffentlicht hatte. In den Hagel-Hotspots der Schweiz, das ist der Jura, das Südtessin, das Entlebuch und die Napfregion, kann es mehrmals pro Sommer Hagel geben. Wir erhoffen uns Daten zur Korngrößenverteilung von Hagelkörnern und daraus möchten wir Erkenntnisse ableiten zur Verletzlichkeit beispielsweise von Autos oder von Gebäuden gegenüber Hagel. Wir wissen beispielsweise heute nicht,
ob die größten Schäden entstehen, wenn sehr große Hagelkörner fallen oder wenn die Hagelkörner sehr dicht fallen oder wenn sie sehr lang anhaltend fallen. Das Spannungsfeld zwischen theoretischer Meteorologie und anwendungsorientierter Forschung macht ihr keine Schwierigkeiten. Also ich profitiere wahrscheinlich davon, dass die Meteorologie schon sehr lang eigentlich eine Wissenschaft ist, die einerseits den extrem theoretischen Aspekt hat und andererseits immer anwendungsorientiert war. Das Ziel war immer, Wettervorhersagen zu verbessern. Ich muss vielleicht sagen, dass mein Forschungsfokus ja schon lange auf quasi der Gefahrenseite vom Gesamtrisiko war und im Prinzip auch immer noch stark sich eigentlich auf die Gefahrenseite beschränkt. Und das eben der etwas mehr allumfassendere oder holistischere Risikogedanke hat sich eigentlich erst entwickelt während meiner Forschung da. Einerseits sind wir ja dran, bessere Messnetze aufzubauen. Und international ist in der Community der grosse Wunsch, dass wir ein grösseres Feldexperiment zusammenstellen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. In der Gruppe für Klimafolgen werden auch Arbeiten zu Hochwassern in der Schweiz und zum Abfluss der Schweizer Flüsse in der Zukunft durchgeführt. Das ist das Thema der Doktorarbeit von Regula Mülchi. Das Projekt ist noch nicht ganz fertig, aber die ersten Resultate liegen vor. Und was auf uns zukommt, hängt stark von unseren Emissionen ab. Also, wenn wir so weitermachen wie bisher und unsere Emissionen nicht stabilisieren können, dann wird es starke Auswirkungen in unseren Gewässern haben. Das heisst, es wird einen steigenden Winterabfluss haben, es wird abnehmende Sommerabflüsse haben und das teils ziemlich drastisch, gerade in den alpinen Gebieten, wo irgendwann Gletscher und Schneeschmelze wegfallen. Mein Projekt ist aber ein Unterprojekt von einem ganz grossen Projekt im BAFU. Der probiert man in einem Synthesebericht die wichtigsten Aussagen pro Projekt zusammenzufassen. Und dieser Bericht sollte halt auch einfach verständlich für die Entscheidungsträger werden. Die Bundesämter müssen wissen, an was man forscht und vor allem für was man die Forschungsergebnisse brauchen kann. (1983) wurde mit dem Waldsterben ein weiteres Umweltthema aktuell und rückte den Fokus noch stärker auf Schadstoffe. Auf Schweizer Ebene formierte sich das nationale Forschungsprojekt NFP14 Lufthaushalt, Luftverschmutzung und Waldschäden in der Schweiz, in welchem diese Zusammenhänge in den folgenden Jahren untersucht wurden. Die Klimagruppe in Bern war gut positioniert. Sie hatte bereits im Bern-Projekt Schadstoffe gemessen und deren Ausbreitung untersucht. Im Anschluss an dieses Projekt erstellte sie eine Durchlüftungskarte der Schweiz. Der Kaltluftabfluss im Aaretal wurde auch in einem rotierenden Tank simuliert und gefilmt. Im NFP 14 haben wir sehr viele Aufgaben übernehmen, insbesondere zuerst beim Waldstärkungsprojekt und nachher beim Folgeprojekt Waldsterben und Luftverschmutzung haben wir viele Aufgaben gehabt. Und die Interdisziplinarität hat nachher eigentlich, glaube ich, den Entscheid gegeben. Im NFP 14 arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch Eva Schüppach. Nach ihrem Doktorat in England kehrte sie Mitte der 90er Jahre als Nachwuchsgruppenleiterin zurück, als erste und für lange Zeit einzige Gruppenleiterin in der Klimatologie. Sie beschäftigte sich mit der Ozonchemie der freien Troposphäre, beispielsweise auf dem Jungfraujoch. Ebenfalls im Rahmen des NFP 14 kam eine weitere Person ans Institut, Vreni Joost. Klimatologie, Umweltschutz, Naturkatastrophen und so ist einfach ein gesellschaftliches Thema gewesen, das mich sehr interessiert hat und das, glaube ich, auch viele andere Leute interessiert hat.
Als ich im 1988 hierher gekommen bin, habe eine 30% Anstellung bekommen auf einen Drittkredit. Da war es schon noch ein bisschen anders, nehme ich an, als heute. Das erste Gutachten, das der Heinz für eine Diplomarbeit mir diktiert hat, habe ich einfach irgendwie, glaube ich, noch Steno aufgenommen und in die Maschine getippt. Also dann waren einfach Schreibmaschinen noch überall gewesen, aber im Vorzimmer vom Heinz hat es eben auch schon eine Kompi gehabt und es hat schon die ersten Schreibprogramme auf der Kompi. Und das hat einfach dann, also das ist meine erste Antwort, das ist schon eine Zeit vor Wandlung 1988. Nachher hat man einander vielleicht auch noch mal sogar schon ein E-Mail geschickt, wenn man nicht mehr telefoniert hat oder ein Anliegen hatte, das irgendwie man darstellen wollte. Dann hat man das auch schon machen. Aber dass man irgendein Mail mit Beilagen oder ganzen Dossier, das man angehängt hat, also sicher gar nichts solches. Der Umgang mit den Professoren, der hat sich sicher auch in dieser Zeit gerade sehr schnell anfangen. Das war die Zeit, wo man sich einfach duzt hat. Und zwar der Professor seine Studis und untereinander die Sekretärinnen ja sowieso. Und mit allen Doktoranden und was auch immer bin ich, glaube von Anfang an, wenn überhaupt, ganz kurze Zeit per se gewesen. Also der Männeranteil war absolut dominant gewesen, der Frauenanteil in der Backoffice, aber das ist absolut einfach normal. Das hängt mit Studienmöglichkeiten, das hängt mit der ganzen Gesellschaft, ganze Gleichberechtigung von Frauen, alles hängt das zusammen. Das zweite Erlebnis, das war der Frauenstreik im Juni 1991, dass ich weiss nicht, ob alle, die da waren, ich weiss nicht, wir sind einfach mit den Institutssekretärinnen auf dem Bundesplatz. 1986/87 war Bruno Messerli Rektor der Universität Bern und konnte so der Klima- und Umweltforschung ein Schaufenster bieten. Ich glaube, ganz entscheidender Sprung war eigentlich relativ spät, im 87, als er, ich kann mich noch besinnen, als Sohn, da hat er tagelang verbracht, seine Rektoratrede vorzubereiten. Das war für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein, die Wissenschaft und die Umweltwissenschaft in grösser Zusammenhang stellen. Und mit dieser Rede, ist, glaube ich, etwa 3 Orten noch aufsagen, hat er dann auch Wissenschaftspolitik machen in der Schweiz. Und das ist auch gehört worden und das hat dann auch dazu geführt, dass er dann in die Delegation ist gekommen, nach Rio 1992, wo es um die grosse, ganz globale Frage ist gegangen, wie sich die Schweiz positioniert. 1988/89 kam es am Geographischen Institut zu großen Veränderungen. Der Matthias Winiger und der Christian Ligungut sind dann nach Deutschland. Ich habe nachher eine Berufung bekommen an die Uni Basel und bin praktisch nachher über Nacht zum Professor befördert worden. Messgeräte, Satellitenbilder, Computerdaten, das ist nur ein Teil der Klimatologie. Man muss schließlich eben auch mal grundsätzlich überlegen, was wollen wir eigentlich mit all diesem Material. Man muss auch gewisse Visionen haben und diese Visionen erfolgen. Wir sind interessiert am wissenschaftlichen Problem vom gemeinsamen Testgebiet. Anlässlich der Beförderung zum Professor produzierte die Pressestelle der Universität Bern ein Videoporträt von Heinz Wanner. Gut, wir würden loslassen mit der Wetterbesprechung. Wir würden anschliessend in einem zweiten Teil Satellitenbilder miteinander anschauen und kurz etwas sagen zu den Satellitenbildern. Um 1990 wurde der sommerliche Photosmog und die Belastung unserer Atemluft mit Ozon in der Schweiz zu einem vordringlichen Umweltthema. Die Klimagruppe war wiederum gut positioniert, auch dazu einen Beitrag zu leisten. Das Video der Pressestelle zeigt Heinz Wanner denn auch bei der Vorbereitung des nächsten großen Projekts, des Projekts Polumet, zur Untersuchung der sommerlichen Smogbelastung über dem Schweizer Mittelland. Vom Einsatz vom Institut her, dass wir unser Sondiersystem natürlich im Einsatz haben. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, für auch eine vertikale Auflösung von diesen Daten zu bekommen. Also wir messen einerseits die meteorologische Grösse, die Windgeschwindigkeit, hier mit dem Windrädchen. Jetzt drin einen Kompass, wo je nachdem, der Ballon der richtet sich immer in Windrichtung und der Kompass misst das. Die Temperatur wird noch gemessen und der Druck, das Druckmessgerät. Und hier oben messen wir das Ozon. Die ganzen Flugexperimente im Polumet haben wir so planen, dass wir die Erfahrungen, auch zusammen mit dem Bruno Neining, der selber ein Motorsegler hatte, der Messungen gemacht hat, haben wir das einbringen. Einer der Höhepunkte war sicher, wo die 3
roten Motorsegler von DLR Oberpfaffenhofen nebeneinander über dem Mittelland geflogen sind und Messungen gemacht haben. Aber politisch sind wir auch eigentlich unterstützt worden. Ganz erstaunlich vom Direktor vom damaligen Bouval, jetzt BAFU, von Bruno Böhlen einerseits, das war fantastisch gewesen, aber auch der Bundesrat Egli hat ein sehr grosses Interesse gehabt und die Presse hat das stark aufgenommen, das Ganze. Im Rahmen von Polumet wurden nun auch numerische Modelle eingesetzt und sogar entwickelt. Sylvain Perregaux entwickelte Metfomod, ein meteorologisch-chemisches Modell zur Simulation des Sommersmogs. Dazu wurde auch ein größerer Rechner angeschafft. Die numerische Modellierung wurde fortan zu einem wichtigen Arbeitsinstrument in der Klimagruppe. Ende der 80er Jahre stieß Werner Eugster zur Klimagruppe um Heinz Wanner. Er untersuchte die Stoffflüsse in den bodennahen Luftschichten und den Eintrag von Stickstoff in Ökosysteme. In den 1990er Jahren etablierte er eine kleine Forschungsgruppe. Dabei wandte er sich auch wieder einem in der Gruppe altem Thema zu, dem Nebel. Zusammen mit seinem Doktoranden Reto Burkhardt untersuchte er den Eintrag von Schadstoffen über Nebeltröpfchen. Das Einsaugen von Nebel startet automatisch, sobald die Sicht unter 500 Meter fällt. Im Inneren des Schrankes eine raffinierte Kombination aus Steuerelektronik, Leitungen, Ventilen und Pumpen. In wählbaren Abständen landen Nebelwasserproben in Fläschchen zur späteren Bestimmung des Schadstoffgehalts. Während der Waldsterbensdebatte hat man meines Erachtens den Einfluss des Nebels unterschätzt. Hier auf der Läger haben wir jetzt zuerst mal in der Schweiz die Möglichkeit, mit diesen Apparaten Arten und Mengen von Schadstoffen im Nebel zu bestimmen. Es hat sehr viele stickstoffhaltige Substanzen, Ammonium, Nitrat, aber auch Schwefel, Sulfat. Interessanterweise hat man zwar die Schwefelemissionen in der Schweiz stark reduziert in den letzten 20, 30 Jahren, aber im Nebel findet man immer noch relativ viel. Daneben hat es natürlich Chlorid, Fluorid, Magnesium, Calcium, also alles das, was man etwa so in einer Wasserlösung auch im Regen findet. Am meisten genieße ich ihn oben an der Nebelgrenze, knapp unterhalb. Dort ist er am dichtesten, da spürt man Tröpfchen auf der Haut. Das ist irgendwie ganz schön. Oder dann knapp drüber, wenn man auf das Nebelmeer sieht. Und auch dort, wo man Biecht in den Bäumen sieht, das sind eigentlich die schönsten Positionen im und um den Nebel. Die Gruppe von Werner Eugster untersuchte auch die Nebelwälder in Costa Rica. Die Diplomarbeit von Simone Schmid und der damit zusammenhängende Dokumentarfilm Mountains in the Mist wurden preisgekrönt. Werner Eugster führte seit den 1990er Jahren auch den beliebten Feldkurs in Mikrometeorologie durch. Anfang der 2000er Jahre verließ er das Geographische Institut und arbeitet seither an der ETH Zürich. Spätestens Ende der 1980er Jahre wurde in der Schweiz auch in der Öffentlichkeit klar, dass sich das Klima rasch und grundlegend verändern könnte. Die Klimavergangenheit lag von Beginn weg im Fokus der Berner Klimaforschung. Es ist daher nicht erstaunlich, dass sich Berner Geographen schon in den 80er Jahren und danach immer mehr auch mit dem aktuellen Klimawandel auseinandersetzten und sich dazu auch öffentlich äußerten. Wir haben dann schon gesagt, es geht rasch zurück, aber nachher in den 60er Jahren ist unser Obergrindelwald-Gletscher massiv wieder vorgestoßen bis wieder ins Tal. Aber in den 80er Jahren hat man das noch nicht so deutlich gesehen. Aber verglichen zur kleinen Eiszeit, die dann als Begriff von langsam ist auftaucht, ist doch eben ein markantes Rückschmelzen gesehen und wir müssen sagen, langfristig gesehen zurück. Weil es gibt zahlreiche weitere Faktoren, die vor allem beim Klima entscheidende Rolle spielen. Das heisst, der Mensch greift hier ein. Man sieht daraus, dass die Winter vor 1900 im Allgemeinen kälter waren als heute, blau dominiert.
Seit 1900 sind sie immer wärmer geworden und die Erwärmung hat in den letzten 20 Jahren ihr Maximum erreicht. Die Winter sind also die wärmsten in den letzten 500 Jahren. Wir haben heute Modelle, die uns sehr gut erlauben, zu sehen, in welche Richtung wir gehen müssen. Auch wenn wir nicht jedes Detail kennen, da können wir sagen, wir haben einen eindeutigen Handlungsnotstand. Wir müssen etwas tun und wir wissen, welche Spurengase wir in welcher Grössenordnung reduzieren müssen. Ist dann eine Entscheidung gefallen, wir sollten mit dem an die Öffentlichkeit sensibilisieren. Beauftragen, auch wieder einer hier aus der Physik, das war der Uli Schotter, als Redaktor so ein Buch herauszugeben mit der Idee, mit dem eine ganz breite Öffentlichkeit zu verwünschen. Und das Buch ist nachher herausgekommen. Also ich muss sagen, toll, Klima, unsere Zukunft, Fragezeichen. Das war einerseits meine Tätigkeit bei der Akademie mit dem Hans Oesker und dem Klaus Fröhlich und so weiter, wo immer gesagt du solltest vielleicht ein bisschen mehr Klima machen und nicht nur eine alpine Meteorologie oder Dynamik oder Stadtklima. Und wo nachher das neue NFP ist, das neue NFP 31. Auch wieder Megaleiter von Zürich her, auch Zusammenarbeit mit dem Dieter Imboden und so weiter, ist für mich klar gewesen, dass jetzt eigentlich wir stark auch ins Hineinbegeben in die ganze Klimaforschung. Und für mich ist klar gewesen, jetzt tun wir die Gruppe umbenennen und jetzt ist Klima der Schwerpunkt. Zwar ist das natürlich auch wieder abhängig von Personen, die in der Politik institutionell das Ganze unterstützen. Einerseits ist es natürlich Frau Ruth Dreyfus als Bundesrätin, die zusammen mit der Generalsekretärin der Akademie, mit der Anne-Christine Vogel-Gottu, nachher hat gesagt, jetzt gründen wir noch das OCCC zusätzlich zu Brocklin. Die haben eine wichtige Rolle gespielt. Die neue Klimagruppe vernetzte sich sehr schnell auch international. Ein wichtiger strategischer Partner war die University of East Anglia in Norwich. Und über Phil Jones und Christian Pfister, die selber in Norwich waren, habe ich Kontakt bekommen mit dem Hubert Lamb und bin nachher mit ihm ins Gespräch gekommen. Der Hubert hat ja vor allem empirisch Wetterlagenklassifikationen gemacht und Klimaphase empirisch untersucht. Und der Phil Jones hat das gerne so leicht kritisiert. Und ich habe immer nachher langsam im Hintersten habe ich nachher die Idee entwickelt, das muss man objektivieren, die ganze Rekonstruktion. Die Untersuchung vom Leitmonder Minimum, die ist eigentlich entstanden aus einer europäischen Zusammenarbeit heraus. Wir haben angefangen, täglich Wetterlagen zu klassifizieren und hat nachher das Ende des 17. Jahrhunderts angeschaut, das sehr kalt war. Und ist nachher in die Diskussion hineingekommen mit dem Leitmonder Minimum. Und der Hubert Lamb hat nachher die Publikation angeregt, die ich nachher koordiniert habe. Die handgezeichneten Druckrekonstruktionen von Heinz Wanner, Hubert Lamb und Christian Pfister wurden zur Grundlage der Diplomarbeit von Jörg Lutherbacher. Also das sind dann eben manuell gemachte Druckkarten gesehen, als mit über einen Monat oder eine Jahreszeit, Anfangs 90er Jahre im Rahmen von einem ESF-Projekt. Und meine Aufgabe war es nachher eben, die zu klassifizieren. Und das war zuerst subjektiv. Und das war absolut ein No-Go für mich. Ich wollte das objektivieren, ich wollte mehr Daten einbeziehen und das wirklich auf einer automatischen Basis legen. Es hat ein Euro-Projekt gegeben, wo die Uni Bern involviert war. Das war Sefi Schüppach, ist aber auch der Heinz als PI. Und dort ist es darum gegangen, 2 spezifische Perioden mit geringer Sonneneinfluss zu untersuchen, das Leitmonder Minimum und nachher auch die Periode um 1800. Und dort ist es darum gegangen, alle Daten zu sammeln, Documentary Evidence, aber dann nachher auch versuchen, mit anderen Proxys zu versuchen, das mit einem neuen statistischen Modell anzugehen und in Raum zu extrapolieren. Den Druck haben wir angefangen, das ist die einfachste Variable. Und sind dann einen Schritt weitergegangen zur Temperatur und auch Niederschlag mit verschiedenen Diplomen und Doktorarbeiten und haben das dann nachher auch verfeinert. Die 2004 in der Zeitschrift Science publizierten Temperaturrekonstruktionen für Europa sind auch heute noch Standard.
Jürg Lutherbacher nahm 2010 eine Professur an der Universität Gießen an. Seit 2020 ist er Wissenschaftsdirektor und Chief Scientist an der Weltorganisation für Meteorologie in Genf. Um die Jahrtausendwende erfolgte die erste Ausschreibung des Schweizerischen Nationalfonds zur Bildung von nationalen Forschungsschwerpunkten, sogenannten NCCRs. Heinz Wanners Antrag, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Bern und der ETH Zürich, war erfolgreich. Von 2001 bis 2013 stärkte das NCCR Climate die Schweizer Klimaforschung. Die Leaderfiguren, die Bern hatte, also das war Thomas Stocker, das war Heinz Wanner, das war Brigitte Amme, das waren alles Leute, die eigentlich gute Ideen hatten und auch natürlich einen guten Forschungsausweis, einen internationalen, für die Langzeitperspektive. Und so hat es dann vor allem mit dem anderen, mit dem zweiten Schwergewicht von der Schweizer Klimaforschung, der ETH, wo mehr auf kürzere Zeit, Gegenwart und Zukunft, sie hat sich eine gute Arbeitsteilung herauskristallisiert, die sich eigentlich bis heute in Forschung und auch in Lehre eigentlich gut ergänzt. Also da ist eindeutig die Zusammenarbeit mit der ETH hat hier eine Schlüsselrolle gespielt. Und die Freundschaft, glaube ich, von Thomas Stocker und von mir mit Hugh Davis, Christoph Schär, das hat eine wichtige Rolle gespielt. Dass wir dort 5 Leute hatten, die begriffen haben, dass interdisziplinäre über die Institutionen hinaus Zusammenarbeit, dass das etwas ist, was allen hilft. Im Hinblick auf das Ende des NCCR Climate und gewissermaßen als Nachfolgeorganisation gründete die Universität Bern 2007 das Oeschger-Zentrum für Klimaforschung. Beim Oeschger-Zentrum haben wir natürlich auf der langjährigen Zusammenarbeit von den wichtigen Schlüsselfiguren aufbauen. Und das Oeschger-Zentrum ist nichts anderes als das Weiterführen von den Gründern oder von den damaligen Mitgliedern vom NCCR ihre Einheit von der Universität Bern. Im Jahre 2010 kam es in der Berner Klimatologie zu einem großen Wechsel. Heinz Wanner wurde pensioniert, Stefan Brönnimann wurde sein Nachfolger. Gleichzeitig kam Olivia Rompeilen-Martius dazu, als von der Mobiliarversicherung finanzierte Professur für Klimarisiken. Ich habe hier schon studiert, 1992 habe ich angefangen und bin relativ schnell nachher in die Klimagruppe von Heinz Wanner gekommen. 1995 habe ich eine erste Arbeit gemacht zu Sommersmog und das war so das Ende von Polumet und die Zeit, wo sich die Gruppe umorientiert hat und zu einer Klimagruppe geworden ist. Die Leute, die da waren, haben es gut gefunden, dass sich doch noch jemand mit Ozon auseinandersetzt und ich habe 6 Jahre lang zu Ozon hier geforscht. Ich habe aber auch immer auch noch ein bisschen andere Sachen nebenbei noch gemacht, bin vom Photosmog, also in der Grenzschicht via UV-Strahlung, stratosphärisches Ozon zur Zirkulation der Stratosphäre gekommen. Und dann war ein wichtiger Moment, wo einst der Heinz Wanner gesagt hat, wir machen jetzt die nächste Gruppensitzung zum Thema nordatlantische Oszillation, also die Druckschaukel im Nordatlantik, die für das Klima in Europa sehr wichtig ist. Dann hatte ich das Gefühl, ich schaue mal die stratosphärische Ozonschicht anschauen über lange Zeit. Es gibt eine Reihe von Schweiz, von Arosa, die bis in die 20er Jahre zurückgeht und hat die verglichen mit der nordatlantischen Oszillation und einen extrem starken Zusammenhang gefunden, was mich sehr überrascht hat. Und das hat mir einerseits gezeigt, dass man offen sein in der Wissenschaft, aber auch, dass man das Klimasystem halt muss wirklich dreidimensional, physikalisch, chemisch anschauen muss. Und das hat man dann eigentlich nur für die letzten 20, 30 Jahre oder so können. Und dann hat das Gefühl, ja, aber vielleicht könnte man das ja umkehren und könnte vielleicht anhand von historischen Ozonschichtdaten Rückschluss ziehen, auf was sich in der Atmosphäre abgespielt hat in früheren Zeiten. Und das ist nachher zum Thema geworden von meiner Postdoc-Zeit. 2001 bin ich auf Tucson, auf Amerika, bis 2004 und habe dort dran geforscht. Ozondaten, aber auch alte Wetterballondaten, die ich digitalisiert habe. Ich habe zusammen mit dem Jürg Lutherbacher und mit seiner Methode das Klima
dreidimensional rekonstruiert und das habe ich dann weitergefahren. Ich bin 2004 an die ETH gekommen und habe dort mit dem eigentlich weitergefahren und mir auch zeigen, dass man anhand von dieser Sichtweise eben wirklich auch neue Mechanismen entdecken im Klimasystem. Und gleichzeitig schon in Amerika bin ich in engem Kontakt mit der Reanalyse-Community, also die Verbindung von Wettermodelldaten mit Beobachtungen, für eben Wetterdatensätze zu machen. Das ist, was wir immer noch machen. Da sind wir sehr stark bis heute daran beteiligt. So sind wir von den historischen Wetterballondaten eigentlich auch auf historische Bodendaten gekommen, also Stationsdaten. Und das andere ist halt auch, dass ich Freude habe bekommen an dieser Datenassimilation, wie die Methode heisst, also die Verbindung von Modelldaten mit Messdaten. Und ich habe versucht, zusammen mit meiner Forschungsgruppe Methoden zu entwickeln, das anzuwenden, auch auf andere Daten, auf Baumringdaten, phänologische Daten. Der Bereich Datenassimilation wird von Jörg Franke geleitet, der 2011 als Postdoc zur Gruppe stieß und seit 2013 als Dozent für quantitative Methoden am Institut ist. In meiner Doktorarbeit war ich eigentlich auch eher auf der numerischen Seite und habe eher Modellierungen gemacht von Radiokarbon im Ozean und bin dann eigentlich eher zufälligerweise an die WSL in diese klassisch dendroklimatologische Gruppe gekommen, weil die auch schon Rekonstruktionen machen wollten, zusammen mit Computermodellen, mit Hilfe von Analogfällen. Insofern glaube ich, dass die ganze Klimarekonstruktion ist ja auch jetzt nicht die allergrößte Community in der Wissenschaft und die wird wahrscheinlich auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch viel größer wird. Aber gleichzeitig denke ich, dass solche Methoden, die alle Daten, die wir haben, kombinieren und gerade vor allem auch die Vorteile von Modellen und Beobachtungen direkt sowie indirekt kombinieren, dass das eigentlich schon die Zukunft ist, wenn man deren ganze Informationen in einem kombinierten System nutzen kann, glaube ich, dass das wissenschaftlich viel interessanter ist, als jetzt noch 100-mal zu rekonstruieren, wie die globale Mitteltemperatur der letzten 1000 Jahre ausgesehen hat. Forschungen zum aktuellen Klimawandel werden immer wichtiger in den Gruppen für Klimatologie und Klimarisiken. Die Ursachen sind bekannt. Es ist ja nicht erst seit Greta Thunberg bekannt, dass die jetzige Klimaerwärmung menschgemacht ist, sondern wir haben auch schon Ende des 19. Jahrhunderts ein Wissen über den Einfluss der Treibhausgase und spätestens seit 1970 ist klar, dass die Klimaerwärmung menschgemacht ist. Und das war vor 50 Jahren. Seit 50 Jahren gibt es die Klimaforschung am Geographischen Institut. Sie hat Wissen geschaffen, hat Menschen ausgebildet, hat Entscheidungsträgern Informationen zur Hand geliefert. Sie hat Spuren hinterlassen, welchen wir in diesem Film nachgegangen sind. Die ehemaligen Klimatologinnen und Klimatologen haben ein Stück davon weitergetragen in ihren eigenen Wirkungskreis, in die Verwaltung oder den Schuldienst, in die Wissenschaft oder die Politik, in die Industrie oder den Familienkreis. Noch gibt es viele offene Fragen und neue Fragen kommen dazu, welche in den nächsten 50 Jahren angegangen werden müssen. An Begeisterung fehlt es nicht. Was weiterhin im Argen liegt, ist Niederschlagsrekonstruktion. Da lässt sich enorm viel machen. Ein weiterer fruchtbarer Raum, den ich jetzt gerade sehe, ist die Analyse von historischen Epidemien. Ich wünsche mir, dass ich in 10 Jahren immer noch Dynamikforschung machen kann, Grundlagenforschung. Und gleichzeitig wäre ich extrem interessiert daran, die ganzen Machine Learning Methoden besser zu verstehen und zu schauen, wie man quasi die Datenanalyse-Methode mit der Theorie kann verbinden und so aus dieser Verbindung etwas zu lernen über Prozess, über Dynamik, aber eben auch Beiträge kann leisten zur Verbesserung von Prognosen. Ich wünsche mir, dass wir in 50 Jahren einfach dann mal zurückschauen und sagen, dass sich wirklich etwas zum Besseren verändert hat.
Dear colleagues, ladies and gentlemen, global change and globalization challenges for geography. Den Bruno Messerli habe ich das erste Mal erlebt 1963, glaube ich, in einer Veranstaltung von der Akademischen Berufsberatung zu Bern. Und da hat man das Institut angeschaut und da haben die paar Dozenten etwas gebracht. Und der Bruno war natürlich hervorragend, herausragend. Bruno hat immer sehr ein gutes Netzwerk gehabt, bei dem unterstützt wurde. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Weil der Bruno habe ich lernen kennen. Das war kein Professor wie die anderen. Er war kameradschaftlich. Er ist nicht als Chef auftreten, obwohl er eine wahnsinnig starke Funktion als Chef hatte. Aber ihm ist es gelungen, eine wahnsinnig gute Atmosphäre zu kreieren. Jeder von uns hat das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir noch das machen, jetzt müssen wir noch dort. Und ist eine Begeisterung hat er entfachen in der Gruppe.